Salam aus dem Iran. Diese Woche starten wir etwas ungewöhnlich mit einem Problem an unserem Auto. Wir suchen nämlich hier an diesem großen Salzsee gerade einen Platz zum Übernachten und sind hier über so eine Schotterstraße gefahren. Und jetzt steckt zwischen unserem Reifen hinten ein mega fetter Stein. Wir sind gerade weitergefahren, dann macht das Ganze immer Pong, Pong, Pong. Und da klemmt der mega fette Stein, drückt den Reifen so ein und ich krieg den da auch gar nicht mehr raus. Jetzt müssen wir mit dem Wagenheber erstmal den Reifen anheben und dann den äußeren Reifen abmachen, damit wir den Stein da lösen können. Ja, auf Weltreise muss man auf jeden Fall sowas alles dabei haben. Und hier im Land, da stehen auch ständig immer Autos am Straßenrand oder LKW, die ständig irgendwie ihre Reifen reparieren, weil die irgendwie kaputt gehen und dann machen die ja neue Reifen drauf und so weiter. Echt richtig Krass, fest. wie der da feststeckt, ey. Ja. Oh, Yay! krass. Ja, wir sind halt gefahren und dann hat es immer so, als würde man halt über einen unebenen Untergrund fahren und ich habe das gar nicht so gecheckt, ne? Weil als Beifahrer macht man ja auch immer noch mal was anderes zwischendurch. Und Marianne meinte so, da ist irgendwas am Reifen und ich dachte einfach, die Straße ist uneben. Aber nein, den Stein haben wir dadurch natürlich immer dann noch mehr reingefahren, indem wir weitergefahren sind. Aber jetzt sind wir los. Jetzt heißt es wieder Reifen festmachen und dann geht's weiter. Ja, da haben wir jetzt auch nochmal was richtig typisch Iranisches gemacht. Am Straßenrand stehen bleiben und den Reifen reparieren. Stellplätze finden im Iran ist auf jeden Fall wirklich nochmal eine größere Herausforderung als halt in Europa, weil hier einfach nicht viele Leute oder nicht so viele Leute mit ihrem Van unterwegs sind. Deswegen gibt es bei Park4Night wirklich sehr wenig und bei iOverlander ab und zu mal was. Wir suchen jetzt halt einen Stellplatz am Salzsee, aber wollen nicht neben Infrastruktur parken, weil man da immer ein bisschen gefährdet ist, Ärger zu bekommen, weil man dann vielleicht als Spion gesehen wird. Und hier steht so ein Telefonmast und so und da wollen wir jetzt einfach lieber ein Stück weit weg von parken. Und da es ja diese Warnung vom Auswärtigen Amt gab, wollen wir jetzt noch mal viel deutlicher zeigen, dass wir Touristinnen sind, weil das letzte Mal immer, als die Polizei uns kontrolliert hat, vor allem war das ja dann, wenn wir nachts alleine mit dem Van irgendwo standen, waren die immer sehr erstaunt, wer wir überhaupt sind. Und als wir dann erklärt haben, ja, wir sind Deutsche, sind Touristinnen, als sie dann im Van waren und gesehen haben, okay, es ist eindeutig ein Campervan, waren sie total beruhigt. Aber erstmal immer dieses Auto zu sehen und nicht zu wissen, was es ist, scheint die ziemlich zu verunsichern. Deswegen haben wir jetzt hier Stühle aufgebaut und ja, machen das, was wir woanders sonst immer nicht machen, damit niemand irgendwie sieht, dass wir Camper sind. Machen wir hier umso deutlicher, damit ganz klar ist, dass wir Camper sind, damit wir gegebenenfalls eine leichtere Konversation mit der Polizei haben. Heute ist Pizzaabend bei uns. Wir backen hier lecker selbstgemachte Pizza in unserer Pfanne. Und währenddessen erzählen wir euch noch mal ein bisschen von gestern, wo wir bei der Familie eingeladen worden sind, weil das war wieder richtig lustig. Wir haben jetzt schon der ganzen Familie eine Van-Tour gegeben, die uns eingeladen hat. Das sind so 5 bis 6 Personen und auch Kinder und so. Und hinter uns ist jetzt vergnügt verfahren. Jetzt fahren wir in Kolonne zu denen nach Hause. Und ich glaube, es wird wieder ein richtig netter, oder ist was umgefallen? Ein richtig netter, schöner, unerwarteter Abend. Ja, und für Shannon und Markus war das ja das erste Mal, dass sie bei so einer Familie waren. Wir waren ja jetzt inzwischen schon öfter eingeladen. Und es ist interessant, wie wir ein bisschen inzwischen die Abläufe kennen, Ja. als iranischer Gast. Also, weil man wird dann immer aufs Sofa gesetzt und alle anderen setzen sich auf den Boden. Also man wird immer ein bisschen wie so Königin und Königin behandelt. Kriegt so ein Tischchen und dann wird halt so nach und nach aufgetischt. Und es ist immer so eine ähnliche Reihenfolge. Also immer irgendwie ein Küchlein, dann irgendwie Obst und Gurke. Also Gurke ist immer mit im Obstkorb, Chai und dann das richtige Abendessen. Und meistens ist man ja nach dem Obst und dem Kuchen schon ganz schön satt. Und dann man gibt's muss aber das noch ja mal alles essen. Genau. Und dann immer noch mehr und von allen Seiten bietet dir jemand aus der Familie noch was an. Also es war wieder wirklich richtig, richtig lecker und wir waren sehr dankbar, da wieder sein zu dürfen. Und der eine Onkel, weiß ich nicht, der hatte auch Geburtstag. Das heißt, wir sind dann auch noch in ein anderes Haus, wo dann quasi Geburtstagsfeier war. Wir waren ja schon mega satt, aber dann wurden wir da wieder hingesetzt, haben wieder so einen Tisch bekommen mit Chai, Obst und dann auch noch Geburtstagstorte. Also wir sind echt geplatzt. Ja, aber es war sehr schön.
Wie ihr sehen könnt, führen wir die persische Tradition mit auf dem Bodenessen fort. Wir haben nämlich auch nur so einen wirklich kleinen Tisch, da passt das alles gar nicht richtig drauf. Unsere Liegestühle sind auch manchmal nicht ideal zum Essen und so weiter, muss man ehrlich sagen. Und was wir so cool finden im Persischen, und ich weiß, das gibt es auch in wirklich vielen anderen Kulturen, wie so Tapas oder so, es gibt immer so ganz viele verschiedene Sachen, wo man voll viel Auswahl hat. Und das wollen wir auch so ein bisschen mehr machen. Und dazu braucht man halt Platz. Außerdem können wir so theoretisch die Decke einfach noch mal weiter aufschlagen und können ganz viele Leute einladen. Und das haben wir schon selbst oft erlebt, dass wir dann dazukommen durften. Und würde jetzt jemand vorbeikommen, würden wir es auch machen. Chai, chai. Genau, das wäre richtig schön. Wir wollen noch mal was zur aktuellen Lage hier im Land sagen. Und ich glaube, da ist es erstmal wichtig für euch zu wissen, dass zwischen der Aufnahme und der Veröffentlichung des Videos mehrere Wochen liegen. Sprich, die Lage kann sich auch schon wieder ein bisschen verändert haben, wenn ihr dieses Video seht. Vor ein paar Tagen gab es die Aufforderung vom Auswärtigen Amt, das Land zu verlassen. Und wir nehmen diese Meldung natürlich ernst, wollen aber auch nicht voreilig agieren, weil es bei den Leuten, die hier Ärger haben, vor allem um Leute geht, die sich politisch äußern, auch online, um Leute, die beide Staatsbürgerschaften haben, also die iranische und die deutsche, und um Leute, die zu den Protesten gehen. All diese Dinge machen wir derzeit nicht, um uns selbst zu schützen. Der Kontrast zwischen dieser Meldung und unserem Bauchgefühl ist halt wieder richtig groß. Viele Reisende haben dann voll die Panik bekommen. Menschen, Familie haben uns angerufen, geschrieben, verlasst sofort das Land. Aber für uns hat sich eigentlich nicht wirklich was geändert. Es ist weiter schön hier, wir genießen die Zeit, die Menschen leben ihr Leben, wie sie es auch immer leben. An dem Tag wurden wir dann ja direkt wieder von so einer Familie eingeladen, was richtig schön war. Und auch die Reiseagentur, über die wir das Visum gebucht haben, haben so eine Mail rumgeschickt, dass wenn man jetzt an touristischen Orten die ganze Zeit ist, dass dann eigentlich nicht viel passieren kann, wenn man halt nicht das macht, was Laura eben alles aufgezählt hat. Und das Auswärtige Amt muss natürlich auch so eine Nachricht schreiben, weil die müssen sich ja auch irgendwie selbst schützen, weil wenn dann jemand was passiert und sie haben vorher nicht gewarnt, dann wäre es natürlich für das Auswärtige Amt ziemlich blöd. Deswegen, wir bleiben einfach jetzt so in der Touri-Gegend, machen hier unser Programm, müssen jetzt die nächsten Tage unser Visa erstmal verlängern und am Persischen Golf soll es halt auch super touristisch sein, da soll nicht viel politisch los sein. Deswegen reisen wir jetzt erstmal weiter und verlassen jetzt nicht überpanisch das Land. Bevor gleich unsere Fahrt Richtung Kerman weitergeht, weil wir halt dann da irgendwann das Visum verlängern müssen und die Strecken ja echt weit sind hier, wollen wir jetzt nochmal diesen See anschauen. Mal gucken, wie lange es diesmal zum Wasser dauert. Ist auf jeden Fall schon ein bisschen matschiger. Das hier ist übrigens der Taschk-See auf 1500 Meter Höhe. Und da hinten ist dann noch ein anderer See, der heißt Bagtegan. Und so heißt auch hier der Nationalpark, wo wir vielleicht noch mal gucken, ob wir da irgendwie rumfahren. Aber wir haben da jetzt noch keine Informationen zu irgendwo gesehen. Jetzt sind wir mal wieder so richtig Offroad unterwegs. Guten Morgen! Wir hatten jetzt unsere 6. Polizeikontrolle, aber das war die netteste bisher. Die waren einfach nur voll interessiert, mega fröhlich und haben uns zu so einem, wie so ein Erntedankfest, schätze ich, für Granatäpfel hier in dem nächsten Dorf eingeladen. Dann kam jetzt eben der Bürgermeister aus diesem Dorf hierher, dem folgen wir jetzt in seinem Auto und fahren jetzt zu diesem Granatapfelfest. Ich glaube, das ist so ein bisschen neuer Rekord. Wir haben noch nicht mal gefrühstückt und wurden schon eingeladen. Und ich glaube, es ist als große Ehre zu verstehen, dass der Bürgermeister hergekommen ist, um uns quasi abzuholen und einzuladen. Und die Polizisten selbst müssen, glaube ich, weiter noch Patrouille fahren. Die sind jetzt also weggefahren. Aber dass die den dann anrufen und so, das ist schon echt wirklich der Hammer hier. Wir fühlen uns sehr geehrt. So, wir helfen jetzt hier ein bisschen beim Granatäpfel packen und eben war hier so ein Fernsehteam, was überlegt hat, uns zu interviewen und so Aufnahmen von uns gemacht hat, während wir hier Kisten gepackt haben. Wir werden berühmt. Oder nicht? Das ist ganz schön stressig hier. Hier ist die Kameracrew und der Bürgermeister, der chattet mit uns ganz mit Google Translate auf dem Handy. Dann haben wir gleichzeitig einen Granatapfel in der Hand und essen den. Jetzt wird hier so eine Szene aufgebaut. Es sind so Frauen mit traditionellen Kleidern gekommen.
Hier ist der Kameramann, da ist irgendwie so ein Moderator mit Mikro und den dicksten Granatäpfeln überhaupt. Genauso stelle ich mir übrigens auch die Produktion von so einer kleinen Sendung wie WDR Reisen, Lokaltime, ich weiß es nicht, vor, irgendwie vom WDR, NDR, also so kleinen Magazin, dass es halt so eine Kamera gibt, einen Moderator und dann rennen hier ein paar Leute rum und machen irgendwie eine coole Sendung draus. در بین خانواده در کناره 3 2 نخندیم دیگه آماده 3 2 در کنار یکی از خانواده‌های همین روستای چشم انجیر. Den Granatapfel, den wir eben bekommen haben zum Essen, haben wir mal beiseite gelegt, weil es ein bisschen schwierig auch zu essen, besonders mit weißer Kleidung. Oh je. Jetzt haben wir aber hier schon wieder einen bekommen. Ich habe, bevor wir in den Iran gefahren sind, glaube ich, erst 3-mal in meinem Leben vorher Granatäpfel gegessen. Einmal selbst gekauft und sonst 2-mal irgendwie im Salat in irgendeinem fancy Restaurant. Und jetzt essen wir, glaube ich, jeden Tag so 2 bis 3 Stück. Und wir haben eben mit dem Bürgermeister nochmal über diesen Export der Granatäpfel geredet. Und er meinte, die werden halt nicht exportiert wegen den ganzen Sanktionen. Wir kennen uns jetzt mit dem Thema nicht so sehr aus, aber oberflächlich haben wir jetzt schon oft gehört, dass... Oh, jetzt bekommen wir noch mehr Granatäpfel. Vom Fernsehmoderator. Wir haben halt so oft mitbekommen, dass Sanktionen halt die Menschen sehr schädigen, weil hier die Bauern das halt nicht exportieren können und das ist natürlich sehr schade. Noch mehr, merci. Mercy. Wie sollen wir das alles essen? Ja, also er hat auch eben gefragt, ob wir schon gefrühstückt haben und wir dann gleich zum Frühstück bekommen, aber ich glaube, brauchen wir gar nicht. Nee. Und wahrscheinlich hätten wir uns mal was anderes anziehen sollen. Ja. Ich habe schon Flecken. Oh je. Naja. Das hat mir der Fernsehmoderator noch eingegeben, der ist aber gar nicht so rot, aber er meint, der ist gut und ich soll ihn mal öffnen. Und ich habe das eben gesehen beim Bürgermeister und dann haut er so drauf. Ja, scheiße. Oh nein. Oh Gott. Oh nein. Ah, ja. Jetzt bin ich aber rot überall. Zwischendurch denke ich mir in den letzten Wochen, unsere Videos sind ein bisschen chaotisch geworden, weil wir halt überhaupt nicht richtig planen können oder selbst wenn wir was planen, das und das wollen wir euch vielleicht zeigen oder filmen, kommt halt immer was total Unerwartetes um die Ecke, so wie jetzt und das ist dann natürlich auch irgendwie schwer mitzufilmen, weil so viel passiert, aber wir hoffen, ihr merkt, dass das dann halt ein bisschen authentischer ist, weil wir halt selbst immer so unerwartet irgendwas erleben und das dann irgendwie versuchen mit euch zu teilen. Ins Dorf rein. Wir wurden nämlich zum Mittagessen eingeladen und wir folgen wieder dem Bürgermeister. Hello, the Germans are here beim lokalen Fest hier. Das wird spannend. Jetzt werden wir hier vom Bürgermeister rumgeführt und sehr laut und 1000 Leute folgen uns und alle starren uns an, aber es ist sehr lustig. Und machen Videos von uns. Ja. Okay, weil das Fernsehteam jetzt ein Interview macht mit einer der Arbeiter hier, ist es kurz ruhig. Da können wir auch mal kurz was sagen. Wir sind hier irgendwie an dem lokalen Platz, wo die ganzen Granatäpfel verarbeitet werden zu Saft und so weiter. Und das ist natürlich ein ganzes Volksfest hier. Heute Morgen, als die Polizisten so meinten, ja, kommt doch zum Granatapfelfest, dachten wir so, okay, voll spannend. Und dann waren wir aber jetzt nur bei dem Feld. Aber jetzt sind wir, glaube ich, wirklich bei dem Fest angekommen, weil hier sind halt wirklich alle aus dem Dorf. Und ich finde dieses Gefühl von Gemeinschaft, das dadurch entsteht, dass jetzt, glaube ich, alle hier sind, sich schick anziehen, Musik gespielt wird und es so ein Event fürs ganze Dorf ist, voll cool. Und wir müssen jetzt aufhören, es geht los jetzt. بسم الله الرحمن الرحیم به نام خدای بخشنده مهربون سلام عرض میکنم خدمتتون
Kerle hier vorbei. Jetzt gibt es quasi Van-Tour bei uns erstmal für die ganzen Kinder. Goodbye. Also ihr merkt, wir sind ein bisschen sprachlos, weil wir gar nicht klarkommen mit dem, was hier gerade irgendwie passiert. Eben hat uns das halbe Dorf, die ganzen Kinder irgendwie auf Wiedersehen gesagt. Die ganzen Kinder im Van. Ja, ich wollte halt ein paar Jungs den Van zeigen und dann wurde daraus so eine Blase an Kindern und ich wollte dann auch keinem Kind sagen, nee, du darfst jetzt nicht mehr, weil das ja für die auch voll spannend ist vielleicht. Ja. Jetzt sind wir im Haus vom Bürgermeister, weil der hat natürlich viel zu tun heute. Aber wir sollen uns jetzt hier erstmal ausruhen. Die sind ja immer alle sehr besorgt und wollen ja immer Rest. Ihr ruht euch aus. Und wir warten jetzt hier und dann gibt es irgendwann Mittagessen. Also Genau. Er kommt dann nochmal zurück. Ja, für ihn ist es ja voll stressig. Der muss ja das Fernsehteam betreuen, dieses Event managen, also diese Feier vom Dorf und jetzt uns. Und dann war da eben noch gerade irgendeine noch höhere Position, ich weiß nicht, Bezirksleitung, irgendwas von der Regierung. Welche Politiker. Genau, wir wissen es nicht genau. Aber das ist gut, dann können wir mal kurz durchatmen. Mariano kann sich mal umziehen. Ja, oh Gott, ey, das ist ja peinlich langsam. Und der Fernsehmoderator, richtig lustig, der hat uns gerade nochmal geschrieben, weil wir dann schon wieder Granatäpfel angeboten bekommen haben, dass wenn man davon zu viel isst, Durchfall bekommt. Und wir müssen dann jetzt viel essen und trinken, damit es uns gut geht. Aber ja, wir können uns auch nicht davor retten, es wird halt immer was angeboten. Ja, du kannst auch nicht dann Nein sagen. Nee, wenn dann da so ein Mädchen ankommt, was diese traditionelle Kleidung anhat und einem so einen Granatapfel bringt. Ja, und das voll Überwindung für sie gekostet hat, weil uns anzusprechen. Ja. Naja, also generell wieder einfach ein Wahnsinn, was wir hier erleben. Jetzt gibt es Mittag mit der Fernsehcrew. Und auch hier werden wir wie Gäste behandelt. Also uns wird immer alles nachgefüllt und so, obwohl die uns ja gar nicht bewirtschaften, sondern eher der Bürgermeister. Und es gibt Reis und Kartoffeln. Ich habe mich eben auf der Fahrt noch beschwert, dass wir waren ja jetzt hier beim Granatapfelfest, aber wir haben gar keine Granatäpfel bekommen. Jetzt sind hier so junge Leute mit dem Auto neben uns gefahren und meinten so, hier, dann haben wir mal angehalten. Und jetzt haben sie uns hier wieder ganz viele Granatäpfel gegeben. Also wir mussten bei dem Fest ganz viele essen, aber wir haben keine mehr mitbekommen. Aber jetzt haben wir wieder mehr. So sieht also noch unser Granatapfelvorrat aus. Die Sonne geht jetzt langsam unter und wir wollen ungern im Dunkeln weiterfahren, haben aber jetzt mal wieder ein bisschen Probleme mit der Stellplatzsuche, weil wir hier jetzt wieder sehr plattes Land haben und uns wieder ein bisschen versteckt hinstellen wollen, weil sonst die Wahrscheinlichkeit, dass die Polizei kommt, um uns zu kontrollieren, sehr hoch ist und wir gerne durchschlafen würden. Mit einem Traumstellplatz und Schlafplatz hat es heute leider nicht geklappt. Wir haben uns jetzt entschieden, auf dieser Raststätte zu übernachten, um nicht so auffällig zu sein. Wir wollten jetzt nicht in diese flache Ebene fahren. Am Ende ist es doch ungekennzeichnetes Militärgelände oder da geht eine Gasleitung lang und so weiter. Wir wollen aber ein bisschen vorsichtiger sein, also drückt uns mal die Daumen, dass uns heute Nacht niemand kontrolliert und wir einfach eine ruhige Nacht verbringen können und morgen in Ruhe weiterfahren können. Salam und guten Morgen von unserer Raststätte. Die Nacht war so ein bisschen durchwachsen, logischerweise, weil halt viel LKW-Verkehr war. Aber es hätte auch schlimmer sein können. Wir wurden nicht geweckt. Jetzt wollen wir hier noch mal gucken, ob wir noch mal ein bisschen Diesel bekommen können, weil es ja noch ein weiter Weg ist und unser Tank gerade so halb voll bzw. halb leer ist. Deswegen ist es ganz gut, da noch mal nachzufragen. Und dann müssen wir noch mal zu einem Iran-Cell-Shop, um Internet zu haben, weil das gerade irgendwie gar nicht geht. Und wir da sehen müssen, dass wir Internet haben, damit wir heute ist nämlich Dienstag, ein Video hochladen können, was ihr euch dann angucken könnt. Der hat mich schon vom Weiten direkt gleich angesprochen. Hello, Mister. Mariano hat wieder einen LKW-Fahrer gefragt und der hilft uns jetzt. Und es ist wieder, also unser Pro-Tipp ist wirklich, alte, nette Männer zu fragen. Oder ältere Herren, die sind oft dazu bereit. Ja.
Ihr müsst euch das dann ein bisschen wie so ein kleines Event an der Tankstelle vorstellen. Ich sitze dann hier drin und hole irgendwie Granatäpfel, damit wir die dann verschenken können. Mariano steht da in einer Traube aus iranischen Männern, wird irgendwie so halb angeschrien, kriegt aber irgendwie auch dann natürlich Hilfe. Die sind total engagiert, aber wenn die sich dann so anschreien, jetzt hol mal deine Tankkarte, hört sich das ja auch immer so ein bisschen böse an. Ja. Aber total nett, total hilfsbereit und ja, so tankt man im Iran, Leute. Immer schön die netten LKW-Fahrer fragen. Ja, jetzt sind wir wieder voll erstmal. Oh je, das war jetzt mal wieder ein Morgen. Wir haben noch nicht mal gefrühstückt und hatten schon wieder so viele Gespräche und Kontakt mit Leuten und so. Das ist echt hier einfach der Hammer. Können wir noch winken? Ja, ganz viele Tomaten. Hallo, können wir ein paar Tomaten abhaben? Nein, also mega nett. Gott, aber auch wieder voll viel irgendwie. Ja. Wir sind jetzt im Städtchen Kerman, ist nicht so eine besondere Stadt, aber wir sind ja vor allem hingefahren, um ein paar Dinge zu erledigen, unter anderem das Internet wieder zum Laufen zu bringen, weil nach 30 Tagen die SIM-Karten in einem bestimmten Gerät nicht mehr funktionieren. Das haben wir natürlich alles jetzt erst später gecheckt, nachdem wir uns auch mit den anderen deutschen Reisenden nochmal ausgetauscht haben. Fakt war auf jeden Fall, dass in meinem Handy die SIM-Karte überhaupt nicht mehr funktioniert hat. Dann waren wir wahrscheinlich, bevor wir hergefahren sind, auch noch in einem Funkloch. Jetzt haben wir eine neue SIM-Karte gekauft, die jetzt auch wieder über einen Hotspot-Router und so funktioniert. Das heißt, wir sind wieder online. Man hätte wohl die erste SIM-Karte aber auch einfach in ein anderes Gerät tun können, also in Marianos Handy und dann halt einen Hotspot für mich machen können. Naja, dementsprechend ist es auf jeden Fall ein bisschen kompliziert, hier immer Internet zu haben, aber wir haben es jetzt herausgefunden und sind darüber ganz happy. Dann können wir auch wieder Family und Friends sagen, dass es uns gut geht. Und das andere, was wir machen mussten, ist unser Visa verlängern, weil unsere ersten 45 Tage sind jetzt fast vorbei. 5 Tage vor Ende kann man das dann verlängern. Und das ging eigentlich ziemlich gut. Keine Ahnung, wir waren da jetzt nur so eine halbe Stunde drin. Haben jetzt hier unseren neuen Stempel auf dem Visa und können jetzt weitere 30 Tage bleiben. Es war so ein bisschen hin und her, weil man muss erst gegenüber in so einer Garage, richtig dubios, da ist so ein Copyshop, der macht einen so einen pinken Ordner fertig mit Kopien, so ein Formular, davon Kopien, Foto anheften und bezahlen und dann geht man aus dieser Garage, wo die ganzen Kopierer sind, rüber in das Büro, wo man dann da mit dem Polizisten, der das dann alles in den Computer einträgt. Und dann kommt vom Chef noch der Stempel. Und ich finde es ja immer hier wirklich witzig. Ich dachte halt wirklich, man kriegt hier so in den Pass irgendwie ein Visa oder so, aber es ist halt war ja schon bei Ankunft und so hier nur so ein Stempel und jetzt wieder nur so ein Stempel mit Unterschrift. Also es ist wirklich lustig, dass es halt am Ende unser Visum ja nur so ein Stück Papierchen ist mit irgendwie Stempel und Gekritzel. Aber jetzt haben wir ein bisschen weniger Zeitstress und können noch mal gucken, was wir noch machen wollen. Und die weiten Strecken können wir dann auch ein bisschen mehr ausdehnen und müssen nicht so sehr hetzen. Und noch richtig lustig, wir sind natürlich erstmal in dieses Büro gelaufen, haben gar nicht unsere Schuhe ausgezogen, weil wir gar nicht daran gedacht haben. Aber niemand zieht natürlich seine Schuhe aus, weil da war auch überall Teppich und alle, die da gearbeitet haben, hatten auch nicht ihre Schuhe an. Dann sind wir nochmal schnell raus, haben die Schuhe ausgezogen und sind wieder rein. Und sie dachten auch erst wieder, wir oder vor allem Laura kommt irgendwie aus Russland. Wir so, nee, Deutschland. Und sie dachten auch, weil wir so groß sind, dass wir Volleyballspieler sind. Das war auch lustig. Wie ihr seht, haben wir uns erstmal dazu entschieden, auf unser Bauchgefühl zu hören und weiter am Land zu bleiben und die ein paar Sachen, die wir noch auf unserer Liste haben, auch noch zu sehen. Jetzt sind wir schon auf dem Weg zu unserem nächsten Ziel. Was das ist, seht ihr dann nächste Woche. Chodafis und bis dahin.